Hi und willkommen zurück auf unserem Maskworld-Kanal. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du mit Plastici-Hautwachs eine offene Wunde am Daumen erstellen kannst. Zuerst entnimmst du ein bisschen Wachs aus dem Behälter mit einem Modellierspatel. Anschließend knetest du die Masse ein bisschen in deinen Fingern. Du wirst merken, dass sich das Wachs nach einer Weile immer weicher und klebriger anfühlt. Das kommt durch deine eigene Körperwärme. Um dem entgegenzuwirken, gibt es einen kleinen Trick. Man nimmt ein kleines bisschen Vaseline und schon kann man das Wachs wieder wunderbar kneten und formen und glatt streichen. Du modellierst das Wachs also flach auf dem Tisch. Mit dem Spatel schneidest du in der Mitte einen Teil aus und streichst die Wunde glatt. Das war es eigentlich auch schon. Mit dem Spatel versuchst du dann so flach wie möglich unter deine modellierte Wunde zu kommen und sie vom Tisch zu heben. Das geht natürlich am besten, wenn das Wachs nicht mehr warm ist und etwas abgekühlt ist. Das Wachs kannst du jetzt direkt auf deine Haut legen und glatt streichen. Wenn du mit dem Ausstreichen fertig bist, nimmst du einen Stoppelschwamm und gibst auch etwas Vaseline darauf und stippelst über deine Wunde. Das nimmt erstens den Glanz weg und zweitens passt das besser zur Hautstruktur. Dann nimmst du etwas Mastix Hautkleber und bestreichst das Wachs. Das wirkt nochmal wie eine kleine Schutzschicht. Tipp: Du kannst auch Latexmilch oder Prozit-Kleber als Siegler verwenden. Anschließend puderst du die Stelle ab, damit diese nicht mehr so stark glänzt. Dann ist deine Wunde bereit zum Einschminken. Du musst gar nicht so viel machen, nur ein bisschen anpassen. Mische nur ganz dezent je nach Hautton etwas Rot, Blau oder Grün dazu. Die Wundenform habe ich nachträglich noch etwas weiter geöffnet und größer gestaltet. Jetzt kannst du das Wundeninnere einschminken. Das Wundeninnere gestaltest du jetzt mit einem hellen Rot. Dann mischst du noch einen fleischfarbenen Ton hinzu, den du mittig aufträgst. Passe die Haut außen herum auch ein bisschen mit Rot an. Das wirkt realistischer, so als hättest du dich gerade frisch verletzt. Die Kanten betonst du dann nochmal mit einem etwas dunkleren Rot, sodass diese noch schöner zum Vorschein kommen. Dann tupfst du ein bisschen außen herum, so als wäre eben auch von der Wunde etwas Blut außerhalb auf deine Haut gelangt, sodass das Ganze noch echter wirkt. Seitlich noch 2 Kratzer malen und fertig ist deine Wunde. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick den Like-Button, abonniere unseren Kanal und aktiviere am besten auch gleich die Glocke, damit du in Zukunft kein Video von uns verpasst. Schreib einen Kommentar. Hat dir das Video geholfen? Hast du noch Fragen? Was sollen wir als nächstes machen? Außerdem findest du hier noch mehr Videos zum Weitergucken und alles, was du zum Verkleiden und Schminken brauchst, findest du bei uns im Shop auf maskworld.com.